Okay. Gut, vom Licht. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Es gibt heute ein Backvideo von mir. Ich habe nämlich den berühmten Käsekuchen nach Omas Backrezept gebacken. Genau, also die mich schon länger kennen, die wissen ja, ich bin bei einer deutschen Familie aufgewachsen. Und da habe ich einfach alles mitgekriegt, zu kochen, zu backen. Und meine Patentante backt leidenschaftlich gerne und kocht auch super gerne. Und da habe ich das von klein auf mitgekriegt. Genau, und jetzt habe ich mich mal rangewagt, den Käsekuchen nachzubacken. Genau, ich muss gestehen, ich habe ihn einmal gebacken, da ist er mir nicht gelungen. Und heute sind wir zu Besuch bei meiner Patentante, bei meinem Patenonkel. Und ich habe gesagt, ich werde heute backen und lecker Kuchen essen. Und ich habe gestern Abend den Kuchen gebacken und habe das alles für euch mitgefilmt. Der beste Käsekuchen, den ich bisher gegessen habe. Wow. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und dann würde ich sagen, Happy Backen. Wir sehen uns später nochmal. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Mürbeteig. Hierfür brauchen wir Zucker, Mehl, Butter, Ei und eine Prise Salz. Jetzt knete ich alle Zutaten und werde ihn jetzt auch ein wenig vorbereiten. Dafür mache ich so eine dickere Rolle und schneide sie an in 3 gleich große Teile, aber 1/3 muss etwas größer sein, weil das wird dann für den Boden verwendet und die restlichen weniger als 2/3, die verwende ich dann für den Rand. Ich mache es so, dass ich den Boden 20 Minuten bei 170 Grad schon mal ausbacke. Denn wenn wir dann die Füllung einfüllen, dann weicht der Boden auch nicht durch und der ist dann schön knusprig. Hierfür nehme ich den Teil bisschen mehr als 1/3 und drücke den schon mal, wie ihr sehen könnt, an die untere Platte der Springform und nimm dafür einen Tortenheber und gleite das alles schön aus in die richtige Form. Dafür nehmt ihr ein Backpapier und legt den Teig drauf und noch eine weitere Schicht Backpapier und dann könnt ihr das schön mit dem Tortenheber auskletten. Nun habt ihr die entsprechende Größe und könnt mit der Gabel ein wenig einstechen, dass der Teig auch gut aufgehen kann. Jetzt lasst ihr ihn ausbacken für 20 Minuten bei 170 Grad Umluft. Während der Boden im Ofen ist, mache ich mich an den Rand des Teiges dran. Hierfür forme ich den Teig in ein großes Rechteck, damit ich den Teig nachher auch schön an die Seite in der Tortenform anbringen kann. Hierfür könnt ihr wieder den Tortenheber nehmen. Wenn ich den Rand soweit vorbereitet habe, lege ich diesen in den Kühlschrank, damit er ein bisschen fester wird und ich später damit besser arbeiten kann. Als nächstes machen wir uns an die Füllung. Dafür brauchen wir 7 Eier, getrennt, davon 6 Eigelb zum Unterrühren, ein Eidotter verwenden wir für später. Mit etwas Dosenmilch vermengen wir das dann und bestreichen damit unseren Käsekuchen, damit der diese schöne goldgelbe Farbe bekommt. Jetzt trenne ich die Eier und danach werde ich das Eiweiß schön steif schlagen. Jetzt kommt ein Tipp von mir. Zum Eiweißschlagen könnt ihr die Rührgerät-Schläger vorher in die Tiefkühltruhe legen, damit die schön kühl werden. Und damit könnt ihr das Eiweiß auch viel, viel besser steif schlagen. Das Eiweiß wird dann auch richtig steif. Nun ist die Füllung dran. Hierfür brauchen wir Butter, 1 Kilogramm Magerquark, 2 Vanillepuddingpulver, 200 Gramm Zucker, dann die 6 Eidotter, 250 Gramm weiche Butter, das war's. Als erstes schlagen wir die Butter mit dem Zucker schön schaumig und dann nacheinander die 6 Eigelb unterrühren, danach den Quark dazugeben und schön weiterschlagen. Nachdem ihr den Quark hinzugefügt habt,
kommt jetzt das Puddingpulver unter den Teig. Die Masse jetzt auch nochmal schön rühren. Wie ihr sehen könnt, die Masse sieht schon mal sehr gut aus. Ich werde sie jetzt mit dem Schaber nochmal ein bisschen glatt rühren und dann heben wir den Eischnee drunter. Der Eischnee wird jetzt unter den Teig gehoben. Hierfür ganz wichtig, ein wichtiger Tipp von mir. Nimmt einen Holzkochlöffel und geht ganz vorsichtig an den Teig ran und hebt es drunter. Das Wichtige dabei ist, dass der Teig möglichst schön mit Luft und mit der Eischneemasse untergehoben wird. Was ihr damit erreicht, ist, dass ihr einen schönen, fluffigen, weichen Kuchen bekommt. Die Füllung ist jetzt schon mal bereit, die stelle ich jetzt an die Seite. Der Boden ist auch schon fertig und jetzt beginne ich die Kuchenform mit dem Rand auszukleiden. Den Rand bestreiche ich ein wenig mit Butter und mit Mehl werde ich das noch etwas auskleiden, damit der Rand sich später auch gut lösen kann. Jetzt nehme ich die 2 Streifen für den Rand und arbeite die schön in die Form ein und achte dabei drauf, dass der untere Boden gut verbunden wird mit dem Rand. Und drückt das Ganze schön ein, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr den Rand soweit vorbereitet habt, dann kommt die Masse in die Kuchenform. Nun nehme ich nochmal den Schaber und streiche die Oberfläche schön glatt. Dann nehmt ihr das Eidotter und etwas Dosenmilch dazu und vermischt es. Damit bestreichen wir nun den Käsekuchen und dadurch wird er auch schön goldbraun. Bevor der Kuchen in den Ofen kommt, nehmen wir ein scharfes Messer und schneiden einmal am Rand ringsrum den Kuchen ein, weil der wird jetzt in der Backzeit schön aufgeben, damit er dann innen nicht reißt, schneiden wir deshalb am Rand. Der Kuchen wird jetzt bei 170 Grad Umluft 1 Stunde gebacken. Hier ist das Prachtstück. Später werde ich dann auch noch mal kosten und euch natürlich berichten. Die Torte gebacken. Lang überlegen. Ja. So, ihr Lieben, das war's schon von meinem Backvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe einfach die Rezepte von meiner Patentante. Die schmecken wirklich so, so gut. Deswegen, ich kann euch echt ans Herz legen. Backt sie nach und kocht meine Rezepte nach. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über ein Like freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr unten auf Abonnieren klickt. Und dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Also bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao!